Heute Nacht bleiben wir hier auf dem Privatgrundstück stehen für 10 € die Nacht. Das Restaurant liegt direkt am Fluss und da hinten gibt es sogar sowas wie einen Schaukelstuhl überm Wasser, was ziemlich schön ist. Und dann müssen wir mal morgen schauen, ob wir direkt weiter Richtung Küste fahren oder hier das Internet nutzen und den Strom, den es kostenlos dazu gibt, um einige Sachen zu erledigen. Und auch die Sehenswürdigkeiten an der Küste mal raussuchen, weil darauf waren wir jetzt eigentlich nicht gefasst, dass wir direkt zur Küste fahren, aber der Regen lässt sich bei 18 bis 20 Grad besser aushalten als bei 7 Grad. Tobi geht gerade und kauft uns eine Internetkarte. Der Morgen war super verregnet und es wird heute Nacht noch viel schlimmer. Wir peilen jetzt die Richtung Kloster Ostrog an und wollen dann da den Tag verbringen. Heute Nacht standen wir auf dem Campingplatz direkt am See. Das war wunderschön und hatten ein bisschen Beifall. Das war auch mal ganz toll wieder zu nutzen. Genau, und sonst der Besitzer war sehr nett und man durfte die Äpfel an den Bäumen ernten und wir haben da auch, es sieht so aus, als ob der Campingplatz noch im Aufbau ist. Wir haben jetzt 10 € die Nacht gezahlt zusammen. Das finde ich super. Wir fahren jetzt gerade zum Kloster Ostrog und sind hier in einer Wolke und sehen, keine Ahnung, bis auf 50 Meter wahrscheinlich noch was und sonst nichts. Also das Kloster Ostrog wurde Mitte 17. Jahrhundert gebaut und ist eines der bedeutendsten Klöster der serbisch-orthodoxen Kirche. Die letzten 2 Tage haben wir beim Kloster Ostrog verbracht. Da haben wir noch jemanden kennengelernt und sind jetzt ein bisschen zusammen gereist. Gerade eben sind wir beim Lovtchen Nationalpark gewesen mit grandioser Aussicht und eiskaltem Wetter. Das sieht man hier an meinem Wollpulli, der Jacke und allem. Und jetzt haben wir den Weg nach Kotor eingeschlagen und haben hier spektakuläre Aussichten. Richtig schöner Ausblick. Und es regnet Gott sei Dank nicht. Und jetzt beginnt unser Weg die Serpentinen runter. Aber wir haben noch 16 vor uns. Beziehungsweise jetzt 15. Wir waren jetzt in Kotor. Kotor ist eine alte Handels- und Hafenstadt, die bereits vor Christus eine Rolle gespielt hat. 1979 sollte sie auf die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes kommen, aber kurz davor wurde sie zum Großteil bei 2 schweren Erdbeben zerstört. In den Jahren danach wurde vieles wieder aufgebaut, also wir haben auch eigentlich keine beschädigten Gebäude gesehen. Genau. Und die Altstadt ist definitiv eine Empfehlung und ein Must-See in Montenegro. Wo haben wir geparkt? Wir haben circa, was war es, 900 Meter, 1 Kilometer entfernt vom Stadtzentrum, entfernt auf einem Parkplatz am Hafen geparkt für 3 € die Stunde. War, soweit wir gesehen haben, mit der billigste und wir kamen mit dem Wohnmobil ohne Probleme drauf. Ach so, geschlafen haben wir gegenüber von Kotor auf dem Hügel, neben einer alten Ruine einer Festung, die wir uns dann am nächsten Tag anschauen werden. Sarah, wo sind wir überhaupt? Wir sind bei Fort Vrmac. Das ist in der Nähe von Kotor und sind hier auf dem Hügel.
Und das hier ist eine Festung oder Stützpunkt von Österreich-Ungarn damals aus dem Ersten Weltkrieg, die dann ausgebombt worden sind. Und hier darf man auf eigene Gefahr reingehen. Ein bisschen groß, ein bisschen ist ja schon, ja. Ja, es ist komplett leer. Also vorne ist so ein Schacht nur mit Latten abgedeckt. Aber da auch. Sollen wir hochgehen? Ja. Habt ihr schon mal ein Feuer gemacht? Ich glaube, bestimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele das als Unterkunft, Toilette, was auch immer verwenden. Oh nein, nicht, dass ich keine Scheiße tue. So cool. Da bestimmt irgendwas hoch zu befördern, oder? Das könnte schon sein. Ich glaube, da geht es tief hinein. Ja, da geht's runter. Warte. So, vielleicht machen. So sieht man nichts. Okay. Das hält doch. Das Holz hält. So. Jetzt laufen wir im Wasser. Jetzt weiß ich auch, was der eine meinte, mit wasserdichte Schuhe sollte man haben. Jetzt kommen wir zu dem schönen Teil. Der Aussicht. So. Und hier sind bestimmt die Toiletten. Nee, keine Ahnung, was das ist. Aber ich finde, es schaut aus wie die Plumpsklos von früher. Oha. Okay, ich weiß jetzt, was heißt Eintreten auf eigene Gefahr. Jo. Alles ohne Warnschild. Aber von da hinten kommen wir, ja? Von der Seite da hinten. Ja. Da jetzt sind wir direkt unterm Dach. Schaut so aus. Ja. Schaut so aus, ich weiß nicht, wie so eine Kuppel, die man wegmachen kann. Können auch Geschütze drin gewesen sein. Und hier geht es dann bis ganz runter. Ich fühle mich wie in so einem Escape-Spiel, so ein bisschen leider wie traurig die Wirklichkeit ist. Und wir einfach rausgehen können. Ja, wirklich. Und hier ist die Kuppel, oh, da ist ein riesiges Bienennest. Der Hornissen oder? Oh ja. Ach krass, Hornissen sind das. Und da ist eine Maus. Da in der Ecke. Da sitzt eine Maus. Oh, mal ist die süß. Und da oben ist ein Hornissennest. Habe ich so auch noch nie gesehen. Ich muss ein Foto machen. Wir sind jetzt in der Altstadt von Budva und wollten hier jetzt mal durch die Stadt schlendern.
So, jetzt waren wir eben im Budva, haben gefrühstückt und fahren heute auf den Campingplatz für 10 Euro die Nacht, wo man auch Wäsche waschen kann. Wetter zieht sich zusammen und wir fahren jetzt vor der Gewitterfront hier hinweg. Wir haben gerade Weintrauben bekommen von dem Platz, wo wir stehen. Ich habe einfach nur Hula Hoop gemacht und dann kam eine Frau zu mir, die wir noch gar nicht gesehen hatten, und hat uns jetzt Weintrauben geschenkt. Und vorher haben wir schon einen Apfelstrudel bekommen. Stimmt, als Willkommensgeschenk haben wir einen Apfelstrudel bekommen und einen Kaffee und einen Saft. Guten Morgen aus dem Süden von Montenegro. Wir haben hier im Sunny Hill Camp, Nähe des Nationalparks Skutari-See, übernachtet. Und wir haben endlich wieder Sonne. Darüber freuen wir uns, glaube ich, am meisten. Heute geht es für uns weiter in Richtung Albanien. Theoretisch schauen wir jetzt gerade auf den Nationalpark Skutari-See. Wir fahren nicht rein, sondern Richtung Süden. Aber wir werden den ganzen See lang eigentlich an der Küste oder am Ufer entlang fahren. Und ich gehe davon aus, dass wir mehr solche Ausblicke bekommen. Und es hat die letzten Tage schön geregnet, also wir erwarten ganz viele Mücken. Oh ja. Also wir haben jetzt einen Zugang zum See gefunden, wollten heute nach Albanien, aber wir haben 500 GB Internet hier im Montenegro und man kann es eigentlich in den 14 Tagen, die man glaube ich hat, gar nicht aufbrauchen. Auf jeden Fall hat Tobi jetzt entschieden, dass er noch das YouTube-Video zu Ende schneidet, damit wir das hier noch nutzen können, unser Internet, was wir gekauft haben. Und meine Freizeit beginnt hier und ich kann mich jetzt hier ein bisschen strecken. Wie schaut's aus? Dauert noch. Kommst du voran? Es geht. Ich tue mir gerade ein bisschen schwer, was zusammenpasst. Unser Scheibenwischer verselbstständigt sich. Geht da nicht mehr weiter runter. Wir sind jetzt im südlichen Teil von Montenegro am Skutari-See und kurz vor der Grenze von Albanien. Der See ist mit knapp 370 Quadratkilometern einer der größten Seen in Südeuropa. Und morgen geht es dann für uns weiter nach Albanien. Und jetzt zeige ich euch mal kurz die Landschaft. Wir fahren jetzt dann gleich zum Einkaufen, Wasser auffüllen und tanken. Dann geht es anschließend weiter nach Albanien. Dort ist der erste Stopp dann die Brücke Ura-i-Mesić, bevor es dann weiter die Küste runter geht. Zu einem Stellplatz bei einem, der anscheinend auch eine Werkstatt hat. Ist nicht ganz schlecht für uns. Warum? Weil unsere Bremsschläuche schon leicht porös sind und wir haben neue dabei. Und da schauen wir dann auch, dass sie es gleich machen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert den Kanal und begleitet uns auf unserer Reise.